Guten Abend zusammen. Herzlich willkommen bei Dankecast Deutsch. Ich bin Henry und heute Abend sind wir wieder hier mit einer neuen Folge. Hallo, ich bin Emilia. Schön, dass ihr alle wieder dabei seid. Heute haben wir ein Thema, das wirklich jeder kennt. Jeder hat das schon erlebt. Ja, genau. Heute sprechen wir über das Warten. Genauer gesagt, über das Warten in langen Schlangen. Kennt ihr das Gefühl? Ihr steht in einer langen Schlange und die Zeit vergeht einfach nicht? Oh ja, das ist ein Gefühl, das ich sehr gut kenne. Letzten Samstag war ich im Supermarkt und die Schlange an der Kasse war so lang. Ich habe mindestens 20 Minuten gewartet. 20 Minuten. Das ist wirklich eine lange Zeit. Was hast du in dieser Zeit gemacht? Einfach gewartet? Am Anfang ja, ich habe einfach dagestanden und auf die Kasse geschaut. Aber nach 5 Minuten habe ich mein Handy genommen und Nachrichten gelesen. Was machst du, wenn du warten musst? Ich bin ein bisschen anders. Ich versuche immer, die Zeit zu nutzen. Ich höre zum Beispiel Musik oder einen Podcast. Manchmal beobachte ich auch die Menschen um mich herum. Das ist sehr interessant. Oh, Menschen beobachten, das ist lustig. Was beobachtest du denn so? Naja, zum Beispiel, wie die Menschen reagieren. Manche sind sehr ruhig und geduldig. Andere sind genervt und schauen immer wieder auf die Uhr. Und manchmal gibt es auch jemanden, der sehr laut ist und alle ärgert. Ha, das kenne ich auch. Letzte Woche stand ich an der Post in einer Schlange. Es war so voll. Und ein Mann vor mir war sehr ungeduldig. Er hat ständig geseufzt und gesagt, das ist ja unglaublich, wie lange muss man hier noch warten? Oh nein, das ist unangenehm. Wie hast du darauf reagiert? Ich habe einfach nichts gesagt. Ich wollte keinen Streit. Aber innerlich habe ich gedacht, wir alle warten hier, nicht nur du. Das stimmt. Warten ist manchmal wirklich schwer, aber ich finde, es gehört zum Leben dazu. Man kann nicht immer alles sofort haben. Das sehe ich genauso. Aber ich muss so sagen, ich finde es besonders schwer, wenn ich wenig Zeit habe. Wenn ich zum Beispiel nach der Arbeit schnell einkaufen muss und dann eine lange Schlange sehe, dann ist das wirklich stressig. Ja, das verstehe ich. Der Kontext ist wichtig. Wenn ich viel Zeit habe, ist das Warten kein Problem. Aber wenn ich einen Termin habe oder irgendwo hin muss, dann werde ich auch nervös. Genau. Und weißt du, was mich am meisten nervt? Wenn man in einer Schlange steht und dann eine neue Kasse öffnet. Alle, die neu ankommen, werden zuerst bedient, weil sie zur neuen Kasse gehen. Und man selbst hat schon 10 Minuten gewartet. Oh, das ist wirklich ärgerlich. Das ist so ungerecht. Man steht schon so lange und dann kommen neue Leute und werden schneller bedient. Das macht mich auch ein bisschen wütend. Ja, aber andererseits, ich gehe dann auch zur neuen Kasse. Ich bin doch nicht dumm. Ha, das mache ich auch. Man muss manchmal taktisch denken beim Warten. Genau. Übrigens, was denkt ihr? Seid ihr eher geduldig oder ungeduldig beim Warten? Schreibt es in die Kommentare. Wir sind sehr neugierig auf eure Meinungen. Ja, das interessiert uns wirklich. Und erzählt uns auch, wo ihr am meisten warten müsst. Im Supermarkt? An der Post? Beim Arzt? Oder vielleicht woanders? Ich zum Beispiel warte am meisten beim Arzt. Das ist wirklich eine Geduldsprobe. Man hat einen Termin um 14 Uhr und dann sitzt man manchmal bis 15 Uhr im Wartezimmer. Oh ja, das Wartezimmer beim Arzt. Das ist eine ganz eigene Welt. Alle sitzen da und schweigen. Niemand spricht mit dem anderen. Jeder schaut auf sein Handy oder liest eine alte Zeitschrift. Haha, die alten Zeitschriften im Wartezimmer, die sind immer von vor 2 Jahren. Warum ist das so? Ich habe keine Ahnung. Das ist ein Geheimnis der Arztpraxen. Vielleicht kaufen sie nie neue Zeitschriften. Oder vielleicht nehmen die Patienten die neuen Zeitschriften mit nach Hause. Das könnte sein. Sehr gut möglich. Aber zurück zum Thema. Ich finde, das Warten sagt auch viel über uns als Gesellschaft. Wie meinst du das? Naja, in manchen Ländern ist das Warten in einer Schlange sehr geordnet und ruhig. Alle stehen ordentlich hintereinander. In anderen Ländern ist es chaotischer. Jeder versucht, nach vorne zu kommen. Stimmt. Ich habe gehört, dass in einigen Ländern das Schlangestehen eine richtige Kunst ist. Die Menschen warten sehr geduldig und respektieren die Reihenfolge. Ja, und ich finde das sehr schön. Respekt gegenüber anderen Menschen ist wichtig. Wenn ich in einer Schlange bin, warte ich auf meinen Platz. Ich drängle mich nicht vor. Das mache ich auch so, obwohl ich manchmal den Drang spüre, es zu tun, wenn die Schlange sehr lang ist und ich wirklich wenig Zeit habe. Ha, das ist ehrlich. Den Drang kennt jeder, aber man tut es nicht, weil man höflich sein möchte. Genau, Höflichkeit ist wichtig, aber manchmal sehe ich, wie jemand sich vordrängelt und das ärgert mich wirklich sehr. Mich auch. Das ist so respektlos. Alle anderen warten und dann kommt jemand und stellt sich einfach vor andere Leute. Das ist nicht fair. Hast du schon einmal etwas gesagt, wenn jemand sich vorgedrängelt hat? Einmal, ja. Es war an der Bushaltestelle. Ein junger Mann ist einfach an allen vorbeigegangen und in den Bus eingestiegen, obwohl wir alle gewartet haben. Ich habe gesagt, Entschuldigung, hier ist eine Schlange. Er hat sich dann entschuldigt und ist ans Ende gegangen.
Oh, das war mutig. Ich glaube, viele Menschen sehen sowas, aber sagen nichts, weil sie Angst vor einem Konflikt haben. Ja, das stimmt. Man muss manchmal mutig sein. Aber man soll immer höflich bleiben. Kein Schreien, kein aggressiv sein. Einfach, ruhig und klar sprechen. Das ist ein guter Rat. Ruhig bleiben, auch wenn man genervt ist. Das ist gar nicht so einfach. Nein, wirklich nicht. Geduld ist eine Tugend, sagt man. Und ich glaube, das Warten in Schlangen ist ein gutes Training für Geduld. Ha, das ist eine interessante Sichtweise. Das Warten als Übung für mehr Geduld im Leben. Genau. Vielleicht sollten wir alle das so sehen. Jedes Mal, wenn wir warten, werden wir ein bisschen geduldiger. Das klingt schön in der Theorie, aber wenn ich 20 Minuten an der Kasse warte und meine Eiscreme schmilzt, dann ist es schwer, positiv zu denken. Ha, das ist das perfekte Beispiel. Geschmolzene Eiscreme und eine lange Schlange. Das ist wirklich eine Herausforderung für die Geduld. Absolut, aber im Ernst, ich denke, die Art, wie wir mit dem Warten umgehen, sagt viel über unseren Charakter. Sind wir ruhig, sind wir respektvoll oder werden wir schnell wütend? Das ist ein sehr guter Punkt. Und ich glaube, wir können alle lernen, besser mit dem Warten umzugehen. Zum Beispiel, indem wir etwas Interessantes mitbringen. Ein Buch, Kopfhörer oder etwas zum Nachdenken. Ja, oder man nutzt die Zeit, um einfach nichts zu tun. Manchmal ist es auch schön, einfach zu stehen und die Umgebung zu beobachten. Das tut man sonst nie. Stimmt. In unserem schnellen Leben haben wir selten Zeit, einfach mal innezuhalten und die Welt zu beobachten. Vielleicht ist eine lange Schlange manchmal eine gute Gelegenheit dafür. Das ist eine sehr positive Sichtweise. Ich versuche das beim nächsten Mal so zu sehen. Gut. Und an unsere Zuschauer, versucht es auch. Das nächste Mal, wenn ihr in einer langen Schlange steht, atmet tief durch und beobachtet die Welt um euch herum. Ja, und dann schreibt uns, wie es war. Hat es geholfen? Seid ihr ruhiger geworden? Wir freuen uns wirklich über eure Kommentare und Geschichten. Übrigens, ich möchte noch eine Frage an euch stellen. Was ist die längste Zeit, die ihr jemals in einer Schlange gewartet habt? 1 Stunde? 2 Stunden? Noch länger? Ich bin wirklich gespannt auf eure Antworten. Oh, das ist eine tolle Frage. Ich selbst habe einmal 2 Stunden für ein Konzert gewartet. Es war im Winter und sehr kalt, aber das Konzert war so toll, dass es sich gelohnt hat. 2 Stunden. Das ist beeindruckend. Ich glaube, wenn man wirklich etwas möchte, dann nimmt man auch das lange Warten in Kauf. Genau, die Motivation macht einen großen Unterschied. Für etwas, das man wirklich will, wartet man gern. Für eine Kassenschlange im Supermarkt ist die Motivation nicht so groß. Ha, das ist wahr. Die Belohnung am Ende bestimmt die Geduld. Ein leckeres Konzert oder ein tolles Erlebnis macht das Warten leichter. Ja, okay, ich glaube, wir haben heute sehr viel über das Warten gesprochen. Was ist dein wichtigster Tipp für das Warten in einer langen Schlange, Henry? Mein wichtigster Tipp ist, nimm immer etwas mit. Kopfhörer, ein Buch oder dein Handy. Dann vergeht die Zeit viel schneller und man wird nicht so ungeduldig. Guter Tipp. Mein Tipp ist, bleib immer freundlich, auch wenn man selbst genervt ist. Ein Lächeln kostet nichts und es macht die Situation für alle angenehmer. Das ist ein wunderbarer Tipp. Freundlichkeit ist immer die beste Wahl. Ja, und denk daran, die Kassiererinnen und Kassierer, die Postmitarbeiterinnen, alle Menschen, die arbeiten und uns helfen, tun ihr Bestes. Sie können die lange Schlange auch nicht immer verhindern. Das ist so wichtig. Manchmal sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch gestresst, weil die Schlange so lang ist. Ein freundliches Wort oder ein Lächeln von uns kann ihren Tag ein bisschen besser machen. Absolut, wir sind alle Menschen, wir haben alle schwierige Momente. Mitgefühl und Freundlichkeit helfen immer. Perfekt gesagt, Emilia. Ich bin froh, dass wir heute über dieses Thema gesprochen haben. Es ist ein alltägliches Thema, aber es gibt so viel darüber zu sagen. Ja, genau. Und jetzt möchten wir hören, was ihr denkt. Schreibt in die Kommentare, wie wartet ihr? Seid ihr geduldig oder nervös? Was sind eure Tipps? Wir lesen alle eure Kommentare. Und wenn euch diese Folge gefallen hat, dann gebt uns bitte einen Daumen hoch und abonniert den Kanal Dankecast Deutsch. Das hilft uns sehr und macht uns sehr glücklich. Ja, und erzählt auch euren Freunden und Bekannten von unserem Kanal. Wir möchten noch viel mehr Deutschlerner auf ihrer Sprachreise begleiten. Das ist unser größter Wunsch. Wir machen das hier mit viel Liebe und Leidenschaft und euer Support bedeutet uns alles. Vielen Dank, dass ihr heute wieder zugehört habt. Es war wieder eine tolle Folge bei Dankecast Deutsch. Ja, wirklich toll. Und das nächste Mal haben wir wieder ein interessantes Thema für euch. Also bleibt dabei und kommt wieder. Bis zum nächsten Mal. Passt auf euch auf und bleibt geduldig. Tschüss zusammen. Auf Wiedersehen. Tschüss, macht es gut.